Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Wir sprechen mehr oder weniger täglich über den FEC-Server und in Angesicht dieser Tatsache wollen wir heute darüber sprechen, für was sich der FEC-Server vor allem eignet. Nur noch mal vorab, wir wissen nicht wann und ob ein FEC-Server kommt, aber momentan spekulieren gefühlt 50% aller Flive-Spieler darauf, dass er kommt und halt auch in sehr naher Zukunft, also ungefähr um die gleiche Zeit wie letztes Jahr. Das wäre dann so Mitte bis Ende Mai, so in dem Dreh. Und ja, das sind jetzt nur noch 2 Monate. Also wir gehen langsam, aber sicher darauf zu. Allerdings ist das Video jetzt so aufgebaut, beziehungsweise das, was ich euch jetzt erzählen werde oder will, ist jetzt so aufgebaut, rein theoretisch kann man das auch auf Borodeng machen. Dafür braucht man nicht zwingend einen FEC-Server. Auf dem FEC-Server wird es einfach nur schneller gehen und entsprechend wäre es dort halt effizienter, das Ganze zu machen. Worauf ich im Endeffekt hinaus will, ist für die Leute, die jetzt zum Beispiel schon seit Monaten oder sich jetzt seit Jahren auf Borodeng oder auf ihrem Main-Server spielen, was auch immer das für ein Server ist ja vollkommen egal, aber ich gehe jetzt standardmäßig natürlich von Borodeng aus, was diese Leute denn auf dem FEC-Server machen können, weil ich kann das absolut verstehen, vor allem auch mit der bisherigen Experience von dem FEC-Server, von dem letzten FEC-Server mit den Doppel-XP, Hochlevel und Pipapo und den tonnenweise Charaktern, die ich dadurch jetzt mittlerweile habe, auch auf einem hohen Level und so. Kann auf jeden Fall sagen, für viele, für die meisten wird es wahrscheinlich nicht wirklich das Richtige sein, wenn man, wie gesagt, schon einen Main-Character hat, der eventuell gut ausgerüstet ist oder ein hohes Level hat oder beides, dann unbedingt dort nochmal anzufangen und das Ganze nochmal zu machen, nur damit man dann noch einen High-Level-Character hat, der mehr oder weniger dann nochmal das gleiche Equipment braucht, das man ihm nochmal besorgen muss. Dort natürlich leichter, ja, aber muss trotzdem nochmal alles neu holen sozusagen. Ist schon ein bisschen nervig, muss man sagen. Und ist wahrscheinlich auch nicht für jeden das Richtige, weil man steht halt auch wirklich so konstant ein bisschen unter Zeitdruck, weil du musst ja immer bedenken, oh, die Inflation auf so einem Server mit sehr viel Spielern, mit sehr viel Droprate und so, die schreitet stetig voran. Also man hat jeden Tag gefühlt Angst, dass am nächsten Tag das Penja nichts mehr wert ist oder so, oder dass die Inflation gestiegen ist, der Penja-Wert abgenommen hat, noch mehr Penja existiert und so. Also es ist schon wirklich ein ganz anderes Umfeld als jetzt auf einem klassischen Server, also wirklich komplett anders, ja. Und da steht man, wie gesagt, auch wirklich unter Druck. Und wenn man zum Beispiel mal eine Woche lang keine Zeit hat, das tut dann viel mehr weh, als wenn man jetzt mal auf Borodeng eine Woche nicht spielt. Ich meine, eine Woche auf Borodeng, ganz ehrlich, da verändert sich eigentlich gar nichts, würde ich jetzt mal grob sagen. Oder wenig auf jeden Fall. Selten mal das so, und dann ist es halt unlucky, dass man ausgerechnet diese Woche erwischt hat, aber in der Regel ist es jetzt nicht so, dass sich hier Woche für Woche irgendwie komplett die Wirtschaft ändert oder alles auf dem Kopf steht oder so, wenn man mal ein paar Tage nicht gespielt hat. Aber auf dem FEC-Server kann das halt so sein. Das heißt, vor allem Leute, die jetzt zu dem Zeitpunkt, falls, wie gesagt, oder wenn der FEC-Server kommt, nicht so viel Zeit haben, wird es wahrscheinlich vor allem keinen Sinn machen, dort nochmal einen, in Anführungszeichen, neuen Main-Character hochzuziehen. Einfach weil es halt trotzdem zeitintensiv ist, auch wenn es dort natürlich wesentlich schneller geht als auf Borodeng, keine Frage. Das ist ja auch so ein bisschen der ganze Sinn von dem Server. Aber wofür man den Server jederzeit nutzen kann, und das ist halt etwas, was dann quasi von diesen Aspekten, die ich jetzt gerade genannt habe, so ein bisschen auch unabhängig ist, dass man sich einfach Dungeon-Chars hochzieht. Und das ist auch eine weitere, ein weiteres Video, was ich wahrscheinlich demnächst auch nochmal separat machen werde. Auch ein tägliches Thema momentan, also tägliches Thema FEC und tägliches Thema, was farmt man im Low-Level, das heißt so unter Level 90, beziehungsweise generell Low-Level, komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das ist halt momentan, oder die beste Antwort auf diese Frage ist momentan, das ist es eigentlich schon seit einer Ewigkeit, seit einer gefühlten Ewigkeit eigentlich, es ist einfach Envy Depths in Darkon 2 farmen. Was ist Envy Depths? Envy Depths ist einer von den Reborn Dungeons. Gibt es tonnenweise Videos auf YouTube, von mir selbst auch, sehr viele. Wer sich mal den Dungeon angucken will, wie das so aussieht und was man da machen muss und bla bla bla. Ist einfach ein klassischer Dungeon, Flive Universe Dungeon, und dort kann man halt Pets farmen. C-Pets und B-Pets, plus ein paar Skins und Historic-Waffen droppt man auch. Also man kann dort einfach eine Menge Items farmen, die einfach gut was wert sind, ja, wo man einen soliden Payout hat von den Dungeons. Klar, es kann mal ein Dungeon nichts droppen, klar, es kann mal auch ein paar Dungeons nicht so gut laufen, aber grundsätzlich hat man dann ein ganz solides Einkommen und das ist momentan so das Nonplusultra. Und wenn wir das beides jetzt kombinieren, also FEC-Server schnell Charakter hochleveln können, schnell viele Charakter auch hochleveln können, wegen der erhöhten XP-Rate, wesentlich erhöhten XP-Rate, und Envy Depths, Darkon 2, Dungeon für Charakter zwischen Level 61 und Level 90, Wenn wir das beides fusionieren, dann wisst ihr schon, worauf ich natürlich hinaus will, ist,
Man levelt dort einfach sehr viele Charakter, am besten auch alle von der gleichen Klasse natürlich oder von maximal 2 Klassen, hoch und benutzt die dann auf Borodeng oder auf dem Main-Server, von dem man kommt, um dort Envy Deaths richtig heftig abzufarmen. Was ist der Vorteil von so vielen Charaktern? Also ich will jetzt mal keine spezielle Zahlen in den Raum schmeißen, weil ich sag mal zwischen 2 und 20 Charaktern wäre da wohl alles möglich, je nachdem wie viel ihr so spielt täglich. Ein Vorteil wäre, dass man sich Dungeon Coins spart. Also man hat ja jeden Tag 2 Runs gratis in diesen Dungeons, die ich gerade genannt habe, in den Reborn Dungeons und halt auch Envy Deaths. Und die anderen Runs danach, die kosten tatsächlich ein bisschen Pennier. Das ist relativ wenig, das kostet nicht viel. Also wenn man jetzt am Tag, keine Ahnung, 4, 5 Dungeons macht, das fällt kaum ins Gewicht. Das kriegt man locker flockig 10-fach, 20-fach pro Run, wo was droppt, zurückgezahlt. Also das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn man das ab und zu mal zahlt. Wenn man an einem Tag mehr Runs machen will und man hat halt nur 1 oder 2 Farm-Charakter oder so. Aber warum sollte man es zahlen? Ich meine, du kannst ja auch einfach mehr Charakter machen, alle von der gleichen Klasse, musst halt nur kurz das Equipment drüber tauschen und kannst du dann halt da halt doch dann einiges an Kosten sparen. Und für Leute, die halt doch eher viel farmen, also jetzt nicht 2, 3 Runs gerne pro Tag machen würden, sondern vielleicht so eher 10, 15 oder so, da kann das wirklich schon stark ins Gewicht fallen, wenn du alle Runs mehr oder weniger kostenlos machst, versus jeder ab dem 3. Run kostet dich so und so viele 100.000 Penja und der 10. Run kostet dich dann vielleicht sogar schon 5 Mio oder so. Das kann dann natürlich auf Dauer auch nochmal einen riesigen Unterschied machen. Muss man einfach so sagen. Und generell gibt es natürlich auch einige Leute wie mich selbst zum Beispiel, die aktuell auch gar keine Charakter haben in dem Levelbereich, weil sie halt nur eine gewisse Anzahl an Charaktern haben. Das trifft jetzt auf mich nicht so wirklich zu, weil ich habe sehr viele Charakter, aber die sind halt leider alle im High-Level. Aber es gibt ja bestimmt auch einige Leute, die haben zwar ein paar Charakter, aber die sind halt alle nicht in dem Levelbereich von irgendeinem spezifischen Dungeon, den sie jetzt farmen wollen. Und die haben jetzt aber auch nicht wirklich Lust, einen Charakter von, sagen wir, 120 oder 130 auf Level 90 zurück zu down zu leveln, nur um einen Low-Level-Dungeon zu farmen. Wäre wahrscheinlich nicht so sinnig für die meisten. Und für all solche Leute ist das halt dann quasi die perfekte Gelegenheit, auf dem FEC-Server sich diese Dungeon-Farmer hochzuziehen, um eben diesen Low-Level-Dungeon, der ein ziemlich gutes Einkommen liefert, wenn man den solide und möglichst schnell farmt. Und das ist momentan so das Thema Nummer 1, wie gesagt. Also Envy Deaths farmen auf Borodeng ist jetzt schon das Beste, was man machen kann im Low-Level, wie gesagt, Level 61 bis Level 90, um dort Geld zu verdienen. Und zeitgleich FEC-Server, wie gesagt, vor allem für Leute, die nicht so viel Zeit haben oder die halt schon wirklich auch einen Main-Character haben, den sie gerne spielen und wo sie jetzt nicht immer Lust haben, nochmal auf Level 150 oder nochmal auf Level 160 zu leveln und nochmal alles zu upgraden und pipapo. Also die da jetzt nicht so begeistert davon sind, im FEC-Server dann 2, 3 Monate lang jeden Tag 8 Stunden reinzugrinden, nur um sich im Endeffekt das Gleiche zu erspielen, was sie schon haben, nur vielleicht einen kleinen Ticken besser oder so. Also das kann man auf jeden Fall nachvollziehen, denke ich mal. Und genau für solche Leute ist es halt perfekt, dann quasi sich diese Dungeon-Downer auf dem FEC-Server zu machen. Da spart man eine Menge Zeit und es geht einfach sehr schnell grundsätzlich und man kann dann auch schon direkt auf dem Server halt den Dungeon theoretisch farmen und dort schon ein bisschen Kohle verdienen, sich noch ein bisschen Equipment dort besorgen, vielleicht für die Farm-Character oder so. Und genau, kann sich da einfach so ein bisschen vorbereiten, mehr oder weniger. Ja, und Teil 2 unserer Fragestellung oder unserer Themen war ja quasi im Low-Level Geld verdienen. Und hier möchte ich auf jeden Fall nochmal verweisen auf das eine Video, was ich vor, ich glaube, 4, 5 Monaten gemacht habe. Da bin ich mal so alle gängigen Geldmethoden durchgegangen und habe sie auch bewertet anhand des Einkommens. Und da kommen zum Beispiel auch Envy Deaths vor. Da zeige ich auch den Dungeon ein bisschen und genau, rede ein bisschen drüber, was sich da so lohnt und so. Also es ist ein bisschen ausführlicher als das, was wir jetzt gerade machen. Und was es ansonsten noch für Methoden gibt, ist halt vor allem für diesen Mid-Level-Bereich, in dem ich vorhin schon erwähnt habe, in dem viele Leute momentan stecken, also Level 60 bis 90, aber auch danach noch. Ja, wie schon gesagt, also Envy Deaths ist das, was da am beliebtesten ist und was auch mit Abstand das Beste einfach ist. Und alles andere, was es eigentlich noch so gäbe, wäre tatsächlich, also meiner Meinung nach zumindest, Giants farmen und Level Service. Level Service ist etwas Grundsolides, ähnlich wie Envy Deaths. Ja, da kann man nichts falsch machen grundsätzlich. Das zahlt extrem gut, also damit kann man sehr gut Geld verdienen einfach. Es macht auch mehr Spaß, als jetzt zum Beispiel Catcher farmen oder Berries farmen oder so, weil man spielt halt tatsächlich das Spiel. Man läuft tatsächlich rum und tötet Monster. Genau wie in Envy Deaths, du läufst rum und tötest tatsächlich Monster und Bosse und so. Also du spielst doch actually das Spiel und farmst nicht nur irgendwelche saulangweiligen Materialien. Also sorry für alle Catcher-Farmer oder sorry für alle Berry-Farmer, aber ich finde es einfach grottenlangweilig und ich denke, es geht vielen Leuten so. Es ist einfach nichts, was man gerne macht.
Und bei den Level Service und wie gesagt Envy-Devs, das sind so die Top-Methoden. Giants würde ich so eine Stufe drunter setzen, aber Giants kann auch sehr gut laufen, wenn man die richtigen Waffen droppt, aber das hat immer so ein bisschen Glück und Pech, ne, mit involviert. Aber da spielt man halt wenigstens bei all diesen Methoden wirklich das Spiel, wovon ich persönlich ein größerer Fan bin, als wie gesagt irgendwas random zu machen, wo man dann sich am Ende irgendwie so fühlt, okay, ich habe jetzt zwar Geld verdient, aber effektiv habe ich meinen Charakter jetzt eigentlich nicht wirklich weitergebracht, weil ich bin auf dem gleichen Level mit den gleichen Prozenten wie davor und habe wirklich nur diese Catcher gefarmt oder so. Habe also aktiv eigentlich gar nichts wirklich Neues erreicht, einfach nur ein bisschen Kohle verdient und sonst wirklich nichts. Das heißt also nochmal zusammengefasst hier für euch FEC-Server, vor allem für Leute, die nicht so viel Zeit haben und die auf jeden Fall schon gut aufgestellt sind, was Main Character, Equipment und so weiter auf irgendeinem Server angeht momentan. Also vor allem Leute, die jetzt schon seit einer Weile spielen, sage ich mal, seit mindestens Januar oder so. Für die wird wahrscheinlich der FEC-Server nicht wirklich da so attraktiv sein, außer ihr wollt es, außer ihr habt auch sehr viel Zeit, sagen wir es mal so, und seid vielleicht auch bereit, den einen oder anderen Euro in F-Coin zu investieren. Dann vielleicht nicht, also dann kann es sich auch lohnen, doch nochmal einen neuen Main-Character dort anzufangen und sich noch besseres oder noch krasseres, höheres Equipment zu holen. Ich sag mal so, für den Otto-Normalspieler wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, also Otto-Normalspieler, der natürlich schon einen Charakter hat, wie gesagt, sich auf dem FEC-Server eher ein paar Dungeon-Downer zu machen, für zum Beispiel Envy-Devs oder für höchstwahrscheinlich Envy-Devs, ja, und sich dort einfach ein bisschen darauf vorzubereiten, sich die nötige Menge an Charaktern zu ziehen. Wie gesagt, zwischen 2 oder, keine Ahnung, bis zu 20. Also 20 wäre definitiv übertrieben. Kein Mensch braucht 20 Farmer für Envy. Ich sage aber nur, was alles möglich wäre, theoretisch, wenn jemand komplett größenwahnsinnig ist. Man weiß ja nie, wofür man die Charakter theoretisch irgendwann nochmal brauchen könnte. Was weiß ich. Aber ja, ist alles möglich und dort wird es halt, wie gesagt, auf jeden Fall wesentlich weniger Zeit in Anspruch nehmen. Also würde auf jeden Fall schon Sinn machen, wenn man sowas Ähnliches vorhat demnächst, vielleicht erstmal abzuwarten, ob nicht doch ein FEC-Server kommt. Wenn nicht, kann man es ja wie gesagt immer noch auch auf Borodeng machen. Du kannst auch auf Borodeng jederzeit neue Charakter stellen und hochleveln mit der 8-Chart-Taktik oder auch klassisch. Ist vollkommen Wurst, aber wie gesagt, wenn schon FEC-Server so ein bisschen erwartet wird von, wie gesagt, ich würde mal so schätzen, grob wahrscheinlich der Hälfte der Community wird das wohl erwartet, dass der bald, naja, spätestens in knapp 2 Monaten angekündigt wird und auch kommen wird. Ja, dann, wie gesagt, kann man das dort halt wirklich sehr gut machen. Und ansonsten für alle Anfänger oder halt Leute, wie gesagt, die Midgame stuck sind, Envy-Devs 61 bis 90 Dungeon farmen, am besten mit Clockworks-Rüstung und Blitz auf der Suit, also Verteidigungselement auf der Suit. Gut geeignete Klassen sind Ranger und Ringmaster, das ist so das, was ich glaube ich am häufigsten höre, was am besten funktioniert bei den meisten Leuten. Und dann gäbe es noch Level Service und Giants Farmen zum Geld verdienen, aber wie gesagt, zum grundsätzlich Geld verdienen verlinke ich euch nochmal ein Video, wo ich es auf das alles, was ich gerade erwähnt habe, auf jeden Fall auch nochmal wesentlich detaillierter eingehe. Und ja, ansonsten war das vielleicht eine kleine Anregung für den einen oder anderen, vielleicht doch am FEC-Server Interesse zu haben und eben das andere dann quasi auszublenden und sich erstmal nur auf das Kreieren von neuen Dungeon-Charaktern zu fokussieren. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Fly of Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.